Ja, Freunde der Straße, willkommen zurück hier im Sittenbachtal. Wunderschön hier, alles noch grün, Ende August, aber es wird schon kühl. 16 Grad zeigt der Tacho an, nicht mehr so wohlig warm wie in den vergangenen Wochen. Mit großen Schritten kommt jetzt der eisige Winter. Und bevor der kommt, habe ich mir gedacht, bei solchen Temperaturen, da bietet sich doch noch mal so eine schöne steile Rampe an. Weil da wird es einem nicht so warm, da schwitzt man nicht so. Und was haben wir hier im Sittenbachtal? Der Klassiker schlechthin, der Stöppacher Berg. Wer kennt ihn von euch? Wer fürchtet ihn? Wer ist da schon mal hoch? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin, glaube ich, erst 2- oder 3-mal hoch. Das hat mir gereicht. Muss ich nicht öfters haben, aber heute kommt noch ein weiteres Mal dazu. Extra für euch, extra fürs Video. Mal gucken, wie es mir geht, weil der hat es wirklich in sich. Das ist so ein richtig ekelhaftes Ding, der nicht aufhört. Er ist nicht lang, aber ja, auf die Länge hin ist er halt dann doch ziemlich beschwerlich. Vor allem, da hat dann irgendwann mal so eine Linkskurve, da meint man, man hat es geschafft und da geht es aber doch noch mal hoch. Also richtig gemein. Aber deswegen sind wir hier, weil wir uns quälen wollen, weil flach ist nicht. Und von daher machen wir den heute. Zeige ich wieder in voller Länge. Viel Spaß! Ja, Freunde der Landstraße, es ist wieder soweit. Wenn ihr ordentlich Druck auf dem Mantel haben wollt, dann empfehle ich euch diese neue kleine Pumpe, die ich zugeschickt bekommen habe. Das ist die ASMAX T30. Ein wunderschön leichtes Teil, wiegt glaube ich bloß 127 Gramm. 8,2 Bar kann man mit dem Teil in die Mäntel jagen. Ja gut, heutzutage braucht man eh nicht mehr so viel bei den breiten Reifen. Da langen ja 5, 5,5, also da langt es dann locker hier mit der T30. Liegt schön in der Hand. Die Cycplus, die ich immer vorher verwendet habe, die ist etwas leichter, ist aber die ganz kleine. Die macht aber auch nicht so viel Druck rein, ich glaube bloß um die 7 Bar und hat keine Anzeige. Aber die hier, die hat ein Frontdisplay, ich schalte sie mal ein. Da kann man also genau dann ablesen, wie viel Bar gerade drin sind und man kann den Zielwert einstellen mit der Plus-Minus-Taste. Man kann es auch auf PSI stellen, wenn man möchte. Man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht so gut in der Kamera, weil hier alles sehr, sehr hell ist. Es ist ein schöner sonniger Tag heute im September. Und wenn ich die jetzt mal starte, ist ein bisschen laut. Aber da ist ordentlich Wumms dahinter. Also richtig schönes kleines Teil. Das wird geliefert mit verschiedenen Ventilaufsätzen, wie es halt immer so ist. Es gibt so also für uns, für die französischen Ventile brauchen wir diesen roten Aufsatz. Es gibt aber noch einen für die, ich glaube für die Autoventile oder für, ach keine Ahnung, für die anderen Ventile eben. Und dann gibt es noch diese Nadel, die man eben für Fußbälle verwendet. Es gibt einen Verlängerungsschlauch, ist auch ganz wichtig, weil dann wird das Ventil nicht so heiß. Manche Ventile sind ja ein bisschen empfindlich. Und wenn die, ja, ich habe welche, die haben so eine Plastikummantelung. Das sind vielleicht auch nicht die besten Schläuche, aber da hatte ich schon das Problem, wenn ich da die Pumpe direkt aufgesetzt habe, dann haben die sich aufgeweitet und dann waren die quasi hinüber. Also für solche Zwecke, der Verlängerungsschlauch ist auch bequemer, da muss man das Ding nicht irgendwie so aufs Ventil drücken und man schraubt es einfach fest und dann gib ihm. Und ja gut, eine Anleitung, klar, ist auch dabei. Es gibt auch so eine kleine, ja, so eine Handschlaufe, die kann man sich dann hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier durchfummeln. Dann kann man die ganze Pumpe, keine Ahnung, hier am Handgelenk tragen, wie so ein Handtäschchen. Ja, also lauter so Sachen dabei. Also wie gesagt, die Pumpe, die kommt jetzt in Zukunft immer bei mir mit in die Trikottasche. Ich habe sie jetzt immer dabei, weil eben der Pluspunkt ist, sie ist ultra leicht und ich kann eben sehen, wie viel Druck ist gerade im Reifen und wie viel kann ich reintun. Nicht so wie gesagt bei der Cycplus, wo das Ganze ja nicht ablesbar ist. Da muss man es nach Gefühl machen. Ich glaube 90 Sekunden muss man bei der pumpen, um so und so viel Bar dann zu haben. Aber das ist immer alles zu ungenau. Das ist dann auch bloß eine Notlösung. Hier habe ich was Richtiges in der Hand. Also probiert es mal aus. Ich finde es geil. Link ist unter dem Video. Und jetzt geht es weiter hier im Video. So, da sind wir am Ort des Geschehens, der Ort des Grauens. Da drüben geht es rein. Das Schild 22% begrüßt einen gleich zu Anfang. Und der neue Friedhof ist hier auch gleich ausgeschildert. Naja, das passt ja. Das ist ja wunderbar. So,
Ich werde nicht viel reden können, bin mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bitte mir, das nachzusehen. Bin froh, wenn ich hier irgendwie halbwegs hochkomme. Ich habe wieder eine Woche nicht trainiert. Es ist eine Sinus-Cosinus-Kurve bei mir. Mal mache ich was, mal nix. Da ging es auch steil hoch, aber das war, glaube ich, der Weg zum Friedhof. Da wollen wir nicht hin. Zumindest jetzt noch nicht. Wir wollen hier weiter. Ja, that's the way. Der Weg nach Stebbach. Gang habe ich auch keinen mehr. Da müssen wir durch. Auch schon ewig her, als ich hier hoch bin. Also mit der Herzfrequenz, die geht auch nicht. Alles versagt. Gerade sind schon die Watt ausgefallen. 100er Herzfrequenz von wegen. Alles kaputt hier. Ach hey. Ei, ei, ei. An dem Berg habe ich mal so Bremsen verfolgt. Das ist übel. Da bist du hier beschäftigt, dass du hochkommst. Dann musst du nur diese Mistviecher verjagen. Aber heute dürften die fern bleiben. Oh, schön verwunschen hier. Ja, fast wie in Thailand. Schau mal her. Jetzt kracht die Schwatte. Hey. Jetzt geht ja die Herzfrequenz wieder. Jetzt wo es steil wird. Ein ekelhaftes Ding. Irgendwie komme ich schon hoch. Radler sieht man hier selten, bis gar nicht, weil wer fährt hier schon gerne hoch? Nicht. Wird immer steiler. Ich dachte, das war schon steil. Ja, da vorne ist die besagte Kurve. Das ist echt Thailand-Style hier. Doi Internon. Ja, wer das Video noch nicht gesehen hat, Doi Internon, ich verlinke es mal. Höchster Berg Thailands. Der hat dann auf die letzten 5-6 Kilometer so eine Steigung wie hier. Das macht richtig Spaß. Und der ist 40 Kilometer lang, der Anstieg. Sitzen. Ja. Jesus, Maria und Josef. Jetzt bitte mal flacher. Nee, es geht weiter.
Geht weiter und weiter. Weg. Ekelhaft. Ekelhaft. Kommt mir schon das Vorderrad entgegen. Oh, ich dachte, es geht da rechts. Da ging es auch steil hoch. Scheiße. Scheiße. 21 hier. 22. Boah. Und das am Sonntag. Tun mir schon die Bauchmuskeln weh, vor lauter Schnaufen. Oh. Oh. Hey. Oh. Hey. Mamma mia. Moment. Oh. Oh. Aber schön hier und ruhig. Nicht schön der Berg, aber die Gegend ist schön. So, wie fahre ich jetzt? Ich könnte jetzt da hinten weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, muss man auf der Karte gucken. Oder ich fahre hier wieder runter. Oh. Also den Berg muss man nicht oft haben. Also wer sich mal richtig quälen will, sadomasochistisch veranlagt ist, der fährt nach Stöbbach. Also nach Stöbbach führen mehrere Wege, aber hier über Kirchensittenbach hoch, Stöbbacher Berg, Stöbbacher Straße. Der kommt auf seine Kosten. Okay, es geht langsam wieder. Ich bedanke mich. Das war's. Fragen und Anregungen bitte unten in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, auch auf Instagram, TikTok. Wo bin ich noch? Keine Ahnung, Strava, Komoot. Und ja, ihr könnt mir was Gutes tun, könnt mir mal einen Kaffee spendieren. Über Buy Me a Coffee, wer will, muss aber nicht. Alles freiwillig. Letztens hat mal wieder einer spendiert, einer aus Bamberg, habe ich im eins der vorhergehenden Videos eingeblendet, im Obergrumbacher Video. Vielen Dank dafür. Bei Buy Me a Coffee, da wird einem ja immer was abgezogen und da kann man erst ab 10 Euro abbuchen. Ich habe keine 10 Euro, dort muss ich noch warten, bis 2 Leute was spenden. Egal. Also, wir sehen uns beim nächsten Video von der nächsten Rampe. Mal gucken, welche Gemeinheiten mir noch einfallen. Und dann, ja, gehabt euch wohl, haut rein.
Genießt den Restsommer und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Yeah, 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 yeah.